Hallo zusammen, heute schauen wir an, wie wir die beiden Wellen, die Vorgelegewelle und die Hauptwelle oder auch Ritzelwelle genannt, beim Sachs-Motor ausdistanzieren. Grundsätzlich bei den Modellen 502, 503 überall plus minus das gleiche Prinzip. Vorgehend haben wir schon die Lager eingepresst. Hier haben wir noch eines von diesen Wälzenlager zum Zusammenbau. Hier ein kleiner Tipp, wie das am besten geht. Ich habe hierzu ein Spezialfett, das nennt sich Wasserpumpenfett. Das ist ganz ein dickflüssiges Fett. Das kann man ganz gut hier in diesen Ring so reinsetzen. Anschließend kann ich diese einzelnen Walzen nehmen und kann diese so ganz einfach hier einsetzen. Ist ein bisschen ein Geduldsspiel zum Einsetzen, aber der große Vorteil ist an dem Fett, die Walzen kleben dann auch wirklich gut und sicher in dem Ring drin und fallen nicht mehr raus. Sobald der Motor das erste Mal warm wird, hier ein bisschen Bewegung ins Spiel kommt und das Öl durch die Rollen fließt, wird das Fett ausgewaschen und hier wird dann ganz normal geschmiert. Zu guter Letzt der Deckel drauf und schon ist das Lager zusammen und hält sicher drin. Wie gehen wir vor zum Ausmessen von diesem Spiel? Theoretisch könnte man, wenn man in der Reparaturanleitung schaut, das mit dem Tiefenmaß machen. Ich messe hier rauf, ich messe ins andere Gehäuse, ich messe die Gesamtbreite. Ist mir persönlich alles zu kompliziert. Da muss ich 7-mal messen, vermesse mich 3-mal und habe am Schluss ein Ergebnis, das nicht stimmt. Ich nehme hier immer die Gehäusehälfte, setze die Wellen ein, einfach mal sicher mit zu wenig Distanzscheiben. Ich nehme hier mal die eine raus. Setze die Welle ganz normal ein, ich montiere das alles noch trocken, das ist auch noch kein Problem. Auch noch die Ritzelwelle ein, hier diese dicke Distanzscheibe, kommt das Einzelne hier hinten drauf, kann man gut mit dem Finger so halten und das Ganze dann einfahren. Voilà. Als nächstes lege ich die Dichtung rauf, die ich verwende nachher und nehme das Gehäuse. Setze das Ganze hier auf, schaue hier schon mal von Hand, habe ich Spiel an den Wellen? Ja, habe ich, das schaut jetzt mal noch ganz schön viel aus. Nun setze ich hier in der Regel 2, 3 Schrauben ein, damit wir hier einen schönen gleichmäßigen Zug auf das Gehäuse kriegen. Nun drehe ich das Gehäuse. Hier habe ich bereits vorbereitet die Platte. Darauf kann ich gut die Messur ansetzen. Wir kümmern uns als erstes mal um die Vorgelegewelle. Hier wichtig, wenn ich die Messur ansetze, dass diese hier ganz schön gerade in der Flucht ist. Nun schaue ich hier, setze ich die auf 0. Ich ziehe einmal die Welle nach oben, 0,16, einmal nach unten, 0,02. Ich kann hier nochmals kurz nullen und mache das nochmals. 0,23, 0,0, 0,25. Ungefähr so. Also wir haben 24 Hundertstel Spiel. Wir sollten an dieser Welle etwa 1/10, 0,05 bis 1/10 Spiel haben. Wenn ich jetzt hier 20 Hundertstel, also 0,2 unterlegen würde, wäre ich eher am Limit. Darf man aber auch gehen, muss aber mindestens diese 5 Hundertstel haben. Darunter darf man auf keinen Fall gehen, sonst läuft das Ganze in Gefahr zu klemmen. Ich nehme hier da eine Distanzscheibe, gibt es natürlich auch bei uns im Shop zu kaufen. Wenn ich die jetzt so messe, hat die 0,17 mm. Wenn man das hochrechnet, sind wir da dann brandrichtig, dann haben wir 0,08 mm Spiel. Welle Nummer 1, ich lege mir die Scheibe so hin, dass ich diese auch wieder finde. Als zweites gehe ich nun auf die Hauptwelle, hier das genau gleiche Spiel. Ansetzen, schauen, dass es gerade ist. Die Welle 1-2 Mal bewegen. Dann setze ich die Messur auf 0.
Drücke die Welle einmal nach hoch, 0,2 mm. Wunderbar. Hier sollten wir auf etwa 0,1 bis 0,2 mm Spiel gehen. Die Welle hat nun 0,2 mm Spiel. Sollangaben ist etwa 0,1 bis 0,2. Das mag es durchaus auch vertragen. Ich gehe hier immer irgendwo in diese Mitte. Hier habe ich nun eine 0,1er Scheibe. Genau, das kommt ganz gut hin. Dann haben wir hier einen guten Zehntelspiel. Nun nehme ich hier nochmals das Gehäuse kurz auseinander. Ich ergänze nun die Distanzscheiben, die 0,1er bei der Ritzelwelle. Ich nehme die dünnen Scheiben immer irgendwo zwischen die dicken Scheiben, dann kann denen nichts passieren. Hier ebenso nehme ich die dazwischen bei der Vorgelegewelle. Ich kann nur noch eine Kontrollmessung machen, wenn ich mir unsicher bin. Ich setze das Ganze nochmals kurz zusammen. Ziemlich genau einen Zehntelspiel, da wollen wir hin, das passt. Dann machen wir noch eine kurze Kontrollmessung auf der Vorgelegewelle. Wenn wir hier jetzt schauen, haben wir 0,8, 0,9. Perfekt, innerhalb der Toleranz, so wollen wir es haben. Das wäre es gewesen, so distanzieren wir die beiden Wellen, Vorgelegewelle und Ritzelwelle korrekt aus. Wie gesagt, meine Methode, ich mache es immer so, nicht mit dem Tiefenmaß messen. Meine Erfahrung, du nimmst es einmal auseinander nochmals, dafür stimmt es perfekt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Messmethode etwas näher bringen, wie das am besten geht und wünsche euch viel Erfolg beim Schrauben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!